we're just opening what we call the frequency of relationship between a universal concept or a universal level of exchange and a rational emotional reception. Wir öffnen einfach eine neue Schwingungsbeziehung zwischen einer universellen universal communication system. Zwischen einem universellen Kommunikationssystem und der rationalen und gefühlsmäßigen Verankerung dessen. Genau. So, well, haven't we been doing that all our lives, you know? Machen wir das nicht schon unser ganzes Leben? Yeah, but have we been doing it deliberately, consciously, and just for interest's sake? You know? Schon, aber machen wir das absichtlich und bewusst und einfach nur aus Interesse? Without a master telling us, without a teacher guiding us? Ohne dass uns ein Meister das gesagt hat, ohne dass ein Lehrer uns dazu anleitet? Yeah. So I would say that with the new frequencies of... Then we say during our sleep state, so sagen wir während unserem Schlafzustand, there are a variety of experiences that we can have simultaneously. Gibt es eine Reihe von Erfahrungen, die wir gleichzeitig machen können. Okay, our physical body and our etheric body are asleep, you know? Unser stofflicher Körper und unser ätherischer Körper schlafen. But there are 7 levels, whatever we like to call them, you know? Und es gibt 7 Stufen, egal wie wir die benennen wollen. And they all go off to their different levels or their different frequencies of receptivity. Die gehen alle zu ihren eigenen Stufen, zu ihren eigenen Ebenen der Empfänglichkeit. Sure, in our fourth dimensional body, in our astral body, we're involved with extraordinary experiences. Natürlich auf der 4. Ebene, auf der Astralebene haben wir außergewöhnliche Erfahrungen. You know, there are the halls of learning, there are the Akashic records, there are a lot of interdimensional projects. Da gibt es die Hallen des Lernens, die Akasha-Chronik, diese ganzen Lernerfahrungen. Yeah, but you know, on the fourth dimension it's only almost like a lower octave. We can go a little bit deeper. Aber die 4. Ebene ist eigentlich nur die tiefere Oktave. Wir können da noch tiefer gehen. Where, if we want to go into the school behind this work, we find ourselves on the 5th dimension, for example. Wenn wir in die dem zugrunde liegende Schule gehen wollten, dann kommen wir auf die 5. Ebene. Well, what on earth does that mean in terms of Earth? Und was heißt das jetzt in Bezug auf die Erde? Yeah, I mean it's very interesting, and it's all to do with cosmic relationships. How interesting, but what am I going to do about the problems when I get home? Sehr interessant in Bezug auf den Kosmos und die Beziehungen. Aber was mache ich jetzt damit in Bezug auf meine irdische Situation? Now, if we say that from the higher worlds and the higher levels, we are working with concepts that relate our life on Earth to its cosmic purpose, if we say that. Wenn wir jetzt sagen, wir arbeiten mit Konzepten, die unser irdisches Leben mit kosmischen Konzepten in Beziehung setzen. But it works 2 ways. Aber es geht in beide Richtungen. We absolutely need the input, the impulses of a higher frequency, because this is our future, actually. Wir brauchen unbedingt den Input der höheren Schwingungen, weil das unsere Zukunft ist. But we're not just sent down into some sort of special needs school for spiritual rejects, you know. Wir werden nicht einfach hier heruntergeschickt als sozusagen als Nachhilfeunterricht für die, die das nicht ganz geschafft haben in der spirituellen Schule. You know, to begin with, we are all sinners, you know. Am Anfang sind wir alle Sünder. Oh my goodness. I'm a sinner. Oh je, ich bin ein Sünder. What happened? Was ist da passiert? Well, if you look up in the first book of the Bible, you know that's what happened. Wenn man in dem ersten Buch der Bibel nachschaut, dann sieht man, was passiert ist. Oh my goodness, that's terrible. Oh du meine Güte, das ist ja furchtbar. What can I do about it now? Was kann ich denn jetzt damit anfangen? You know, be miserable. Elend sein. Or find a path where somebody else can save you, you know. Oder einen Weg gehen, wo einem jemand anders retten kann. Now, if we are here because we have been sent here for what we can discover here that is needed at a cosmic level, what about that? Und wenn wir aber hierher gekommen sind, um dessen Willen, was wir hier entdecken können, weil es da oben auf der kosmischen Ebene gebraucht wird, was ist dann? Yeah, if we are co-creators in the making, what does that mean? Wenn wir Mitschöpfer in der Ausbildung sind, was bedeutet das? We are gods in the making. I love that.
But what does that mean? Wir sind werdende Götter. Das ist wunderbar, aber was heißt es? If we are being trained to go into space and explore and discover and contribute and learn, personally I find that a little more interesting. Wenn wir in der Ausbildung sind, in den Weltraum hinauszugehen, um dort zu forschen, zu entdecken, etwas zu lernen und etwas beizutragen, ich finde das faszinierend. And, but we're working towards enlightenment. Wir streben ja auf die Erleuchtung zu. And so we don't have to come back, no rebirth. Und dann brauchen wir nicht mehr wiederzukommen, keine Wiedergeburt. Okay, so if that's a completion of having to be born here, what is it the beginning of? Und wenn das der Abschluss ist, des Wiedergeborenwerden-Müssens hier, von was ist es dann ein Anfang? If you've ever been to university and done your master's or your doctorate, it's the completion, it's the highest point. Wenn ihr an der Universität studiert habt und dort euren Abschluss macht oder euren Doktor, dann ist das dort der Abschluss, der höchste Punkt, den man erreichen kann. And then it's a new beginning, isn't it? Und dann ist es ein neuer Anfang. Yeah. Who are you? Where do you come from? What have you done? Wer bist du? Woher kommst du? Was hast du erreicht? And what experience do you have of the rest of the world? Und was hast du sonst noch erlebt in der Welt? Now, if what we are doing here is vitally important for our higher self, Wenn das, was wir hier tun, von größter Bedeutung ist für unser höheres Selbst, does this help us to imagine it that way? hilft uns das, wenn wir uns das so vorstellen? You know? I personally would be much more interested in being here because I've got some special projects to which I belong, you know? Ich finde es viel interessanter, hier zu sein, wenn ich denken würde, ich hätte besondere Projekte, an denen ich mitarbeite. And enlightenment happens by accident. Somehow it happens anyway. Die Erleuchtung kommt sowieso, die passiert zufällig. So we're here with a project, you know? Aber wir haben hier ein Projekt. Okay, our project has cosmic relationships. Unser Projekt hat kosmische Bezüge. My sleep state of my body is in my cosmic relationships, in consciousness. Der Schlafzustand in meinem Körper hat kosmische Bezüge in meinem Bewusstsein. How can I be conscious when I am asleep and remembering when I am awake? Or which is which? Wie kann ich bewusst sein im Schlafzustand und mich daran erinnern, wenn ich wach bin? Und was ist was? Okay. Now, I'm not asking questions, actually. I'm just saying this is how it is, actually. Ich stelle keine Fragen, ich sage einfach, so ist es. And if we just allow this without having to worry about is it or isn't it or am I just an idiot? Und wenn wir das einfach mal zulassen, ohne uns zu fragen, wie ist es jetzt eigentlich genau oder bin ich einfach blöd? Or let me be a spiritual idiot in that case. In diesem Fall wäre ich doch gerne spirituell blöd, ein spiritueller Idiot. Yeah. Then, okay. So, interdimensional communication begins with the concept that waking and sleeping is two different levels of the continuity of consciousness. Interdimensionale Kommunikation beginnt mit der Einsicht, dass Wachen und Schlafen zwei verschiedene Ebenen der interdimensionalen Bewusstseins The sind. continuity of consciousness. Des fortdauernden interdimensionalen Bewusstseins. We are conscious 24/7, 365 times any number that you like. Wir sind 24 Stunden am Tag bewusst, und zwar x-mal 365 Tage, so viel wie ihr wollt. Now let's just say that just this idea comes into the very center of our brain. Sagen wir mal, diese Idee geht ins Zentrum unseres Hirns. And it works energetically on a place that we call the master cell or the master still point. Und wirkt dort energetisch auf den Ort ein, den wir die Meisterzelle oder den Meisterstillpunkt nennen. And this is the point of ageless aging. Und das ist auch der Punkt alterslosen Alterns. Now, ageless aging certainly helps the body, but it doesn't refer that the body has to last forever. Altersloses Alters hilft zwar dem Körper, das heißt aber nicht, dass wir ewig leben müssen. It means that our thoughts don't become crystallized and stuck, and our habits don't become fixed and dominant. Das bedeutet einfach, dass unsere Gedanken nicht kristallisieren und festfahren und wir uns nicht von unseren Gewohnheiten beherrschen lassen.
So it's a kind of spiritual fitness concept. Es ist eine Art spirituelles Fitnessprogramm. Now, normally I would say that the experiences which disturb us deprogram us a little bit as well. Normalerweise würde ich sagen, dass Erlebnisse, die uns aufstören, unsere Programmierungen zunichte machen. You know, as much as we learn, so much we have to also unlearn. So viel wir lernen, so viel müssen wir auch wieder verlernen. And so much as we understand, so much we need to also create with our understanding a space of receptivity, not an obstacle because we are so brilliant. Und so viel wir verstehen, so sehr müssen wir auch mit unserem Verstehen einen Raum für die Empfänglichkeit bauen und nicht so sehr das Gefühl bekommen, wie intelligent wir sein.